Wenn du in deiner Karriere erfolgreich sein willst, musst du selbstbewusst vorangehen und neue Höhen erreichen. Aber vergiss dabei nicht die einfache Regel. Es gibt nichts umsonst. Denn ein zu großzügiges Angebot kann in Wirklichkeit nicht zum Erfolg, sondern zum Tod führen, so wie es Lynn passiert ist. 4. September 1991, Catworth, Südost-London, Großbritannien. Herr Rogers meldete seine Tochter bei der Polizei als vermisst. Die 17-jährige Lynn Rogers war verschwunden. Sie sollte nach einem kurzen Vorstellungsgespräch, das für den Morgen angesetzt war, nach Hause zurückkehren. Sie hatte vor, eine Stelle anzunehmen und sollte sich mit ihrem Arbeitgeber treffen, um die wichtigsten Punkte der bevorstehenden Arbeit zu besprechen. Ihre Angehörigen warteten auf Nachrichten von Lynn. Sie musste ziemlich weit wegfahren, hatte aber versprochen, bald anzurufen. Doch auch 12 Stunden nach ihrer Abreise gab es noch immer keine Nachricht von ihr. Das Schlimmste war, dass die hinterlassene Telefonnummer nicht funktionierte. Ihr Vater machte sich Sorgen und wandte sich an die Polizei. Über sie war nur sehr wenig bekannt. Lynn Rogers lebte zusammen mit ihrem Vater und ihrer Schwester. Der Großteil ihres Alltags drehte sich um ihr geliebtes Hobby. Sie hatte ein Pferd im Stall. Sie versäumte nie einen Besuch bei ihrem Tier. Natürlich änderte sie an diesem Tag ihre Pläne. Die Polizei analysierte das Privatleben und das Umfeld der Vermissten. Lynn war ein sehr ruhiges, anständiges Mädchen, nicht zu Ausreißereien neigend, ohne psychische Auffälligkeiten, ohne Abhängigkeiten und ohne Verbindungen zum kriminellen Milieu. In letzter Zeit hatte sie keine romantische Beziehung. Sie konzentrierte sich auf die Arbeit, wollte genug Geld sparen, um eine Ausbildung zu machen und sich ein Leben aufzubauen. Lynn hatte keine ehemaligen problematischen Freunde, die eine Bedrohung darstellen könnten. Es schien, als stünde das Geschehene im Zusammenhang mit ihrer Reise zum Vorstellungsgespräch. Das Mädchen war sehr ehrgeizig und wollte Karriere machen. Ihr Hauptziel war die Tourismusbranche. Trotz ihres jungen Alters arbeitete Lynn schon seit längerer Zeit in Teilzeit in einem Unternehmen, das Reiseprodukte verkaufte. Kurz vor ihrem Verschwinden verlor sie ihren Job, da die Firma geschlossen wurde. Das Mädchen wollte nicht untätig herumsitzen und plante, sich selbst zu versorgen, weshalb sie sofort begann, vielversprechende Beschäftigungsmöglichkeiten zu analysieren. Innerhalb weniger Wochen verschickte Lynn mehr als 60 Lebensläufe an verschiedene Firmen. Die meisten davon konzentrierten sich auf den Südosten Londons, da dieser am einfachsten zu erreichen war. Wie so oft blieben die meisten Lebensläufe unbeantwortet, aber einige Arbeitgeber antworteten. Ein Mann machte sogar ein viel interessanteres Angebot als alle anderen. Die junge Frau konzentrierte sich sofort auf ihn. Es war ein Mann, der sich als Pilot und Besitzer einer privaten Fluggesellschaft vorstellte. Er war sehr an ihrem Lebenslauf interessiert und rief Lynn 4-mal zu Hause an. Der Pilot bot ihr an, Flugbegleiterin in einem kleinen Privatflugzeug für Geschäftsleute zu werden. Es ging darum, wohlhabende Bürger auf Flügen innerhalb Europas zu begleiten. Der Arbeitgeber versprach ein hohes Gehalt, etwa 15.000 Pfund Sterling pro Monat, was uns viel großzügiger erschien, als es die Erwartungen einer 17-jährigen Mädchen sein konnten. Sie hielt dies für einen großen Glücksfall und glaubte, dass der neue Job ein echter Durchbruch für ihre weitere Karriere sein würde. Lynn war so begeistert, dass sie alle Bedenken ihres Vaters ignorierte. Der Mann stand einem so lukrativen Angebot skeptisch gegenüber, denn Lynn hatte noch keine Erfahrung als Flugbegleiterin. Warum wurde ihr, die keinerlei Erfahrung hatte, sofort eine solche Stelle angeboten, für die man doch eine erfahrenere Kandidatin hätte einstellen können? Aber ihre Tochter konnte ihn beruhigen und davon überzeugen, dass alles in Ordnung sei. Die Verdächtigungen von Lynns Vater waren jedoch nicht unbegründet. Wie die Behörden herausfanden, sollte sie sich mit ihrem Arbeitgeber an einem Bahnhof in der Nähe ihres Wohnortes treffen. Anschließend sollte der Pilot sie zu einem kleinen Flughafen in Sussex bringen. Dort sollten sie in einen Hubschrauber umsteigen und zu einem größeren Flughafen fliegen, wo ein Privatflugzeug bereitstand, um der jungen Frau ihren Arbeitsplatz und alle Arbeitsbedingungen zu zeigen. Eine so lange Reise schien zu lang, um nur die bevorstehende Arbeit zu besprechen. Das machte den Vater noch misstrauischer, denn man hätte auch alles im Büro besprechen können. Aber Lynn blieb hartnäckig. Sie klammerte sich an dieses Angebot und hatte nicht vor, davon abzurücken. Je mehr das Ermittlerteam über die bevorstehende Reise und die Flüge herausfand, desto größer wurde die Besorgnis. Alles schien seltsam und untypisch für ein normales Vorstellungsgespräch, als ob der Arbeitgeber alle verwirren wollte und deshalb einen so komplizierten Plan ausgeheckt hatte. Besonders verdächtig erschien die Tatsache,
dass der Pilot der privaten Fluggesellschaft darauf bestand, alle Dokumente mitzunehmen, bevor er zum Treffen flog. Die Polizisten sprachen mit Lynns jüngerer Schwester. Das Mädchen hatte mehrere Anrufe von diesem verdächtigen Mann erhalten, als er versuchte, ihre Schwester zu erreichen. Sie bestätigte, dass sie während der Anrufe Flugzeuggeräusche im Hintergrund gehört hatte. Dabei war deutlich die Freigabe zum Start zu hören: Flug 101. Aus irgendeinem Grund blieb ihr dieser Satz im Gedächtnis haften. Nach Gesprächen mit der Familie der jungen Frau versuchten die Ermittler, Lynn aufzuspüren, verloren jedoch schnell ihre Spur. Es war unklar, wo sie sich befand, ob sie ins Ausland gereist war oder gegen ihren Willen in Großbritannien festgehalten wurde. Es gab keinerlei Aktivitäten. Der Reisepass, den sie unbedingt mitnehmen musste, wurde nirgendwo verwendet. Sie hatte die Grenze nicht überschritten. Die Ermittlungsgruppe konnte nicht sagen, ob sie noch lebte oder tot war. Das gab ihren Angehörigen Hoffnung. Lynns Vater trat im Fernsehen auf und bat die Öffentlichkeit um Hilfe. Man versuchte, so viele Menschen wie möglich in die Ermittlungen einzubeziehen, aber die meisten Hinweise, die bei der Polizei eingingen, waren nutzlos. In den folgenden Tagen wurde das Verschwinden von Lynn Rogers zu einer Nachricht von nationaler Bedeutung. Freiwillige Teams und Polizisten beteiligten sich an der Suche und verbreiteten Fotos der jungen Frau. Zunächst wurden Verkehrsknotenpunkte, Bahnhöfe und Flughäfen abgesucht. Alle Personen, die sich zum Zeitpunkt des Verschwindens der jungen Frau an diesen Orten aufgehalten hatten, wurden befragt. So tauchte der erste wichtige Zeuge auf, der berichtete, dass er an einem Bahnhof in Sussex eine Telefonzelle aufgesucht hatte, um zu telefonieren. Die Zelle war von einem Mann besetzt, der sich über ein seltsames Thema unterhielt. Der Zeuge hörte zufällig das Gespräch mit. Die wiedergegebenen Informationen stimmten fast vollständig mit dem Jobangebot überein, das Lynn erhalten hatte. Es war ebenfalls von einem hohen Gehalt, Hubschrauberflügen und Flügen durch Europa die Rede. Der Mann hatte ein Gerät in der Hand, mit dem er Flugzeuggeräusche imitierte. Das alles sah seltsam aus und klang nicht wie ein klassisches Stellenangebot. Die Wahl des Ortes und die Umstände, das Verhalten des Mannes und sogar das Datum, an dem das Gespräch mitgehört wurde, ließen die Polizei vermuten, dass dieser Mann der mysteriöse Pilot einer privaten Fluggesellschaft sein könnte. Genau an diesem Tag meldete sich der Unbekannte erneut bei der jungen Frau. Leider gab es 1991 große Probleme mit der Informationsbeschaffung. Es gab keine entwickelte Videoüberwachung auf den Straßen, die Menschen benutzten noch keine Mobiltelefone. Daher war die einzige Informationsquelle eine Telefonzelle. Die einzige Möglichkeit für die Einsatzgruppe bestand darin, mehrere Kriminalbeamte zu dem vom Zeugen angegebenen Ort zu schicken. Die Telefonzelle wurde von oben bis unten untersucht, eine riesige Menge an Fingerabdrücken und Spuren gesichert. Es handelte sich um mindestens 20 oder sogar 30 Personen, die in diesen wenigen Tagen hier gewesen waren. Das half jedoch wenig, da es noch keine Verdächtigen gab. Es gab nichts, womit man die Fingerabdrücke vergleichen konnte. Die Möglichkeiten der DNA-Analyse waren Anfang der 90er Jahre ebenfalls sehr begrenzt. Außerdem bestand die Möglichkeit, dass die Spuren des Entführers von anderen Personen verwischt worden waren und überhaupt keine mehr vorhanden waren. Auf jeden Fall handelte man schnell. Man hoffte noch, Lynn Rogers lebend zu finden. 5 Tage nach ihrem Verschwinden wurde 50 Kilometer von ihrer Heimatstadt entfernt eine Leiche gefunden. Ein Jäger ging durch einen dichten Wald in Rotherfield, East Sussex. Der Mann bemerkte einen verdächtigen Haufen Äste in einem Brombeergestrüpp, unter dem er die Leiche einer jungen Frau mit dem Gesicht nach unten liegend entdeckte. Der Mann alarmierte sofort die Polizei. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass das Opfer bereits seit mehreren Tagen dort lag. Sie war vollständig bekleidet, aber ohne persönliche Gegenstände. Die Identität der Toten konnte nicht festgestellt werden, da sie keine Ausweispapiere bei sich hatte. Eine detaillierte Untersuchung war erforderlich. Die Leiche wurde auf den Tisch des Gerichtsmediziners gebracht. Zu dieser Zeit wurden mehrere Fälle von vermissten Personen untersucht, aber die Ermittler vermuteten sofort, dass es sich um die vermisste Lynne handeln könnte. Nach der visuellen Untersuchung entdeckte der Gerichtsmediziner nur ein bemerkenswertes Detail, eine Narbe am linken Knie. Dieses Merkmal stimmte mit dem der vermissten Lynn Rogers überein. Anhand der Zahnarztunterlagen konnte die Tote mit Sicherheit als Lynn identifiziert werden. Von diesem Moment an wurde die Such- und Rettungsaktion in eine Mordermittlung umgewandelt. Es war offensichtlich, dass das Mädchen nicht zufällig ums Leben gekommen war. Bei der Suche nach der Todesursache der 17-jährigen Lynne entdeckte der Gerichtsmediziner Spuren von Strangulation.
Neben deutlichen Blutergüssen am Hals wurden zahlreiche Kapillarrupturen im Gesicht festgestellt, darunter auch in den Augen, was ebenfalls auf Ersticken hindeutete. Das Motiv für den Angriff könnte Vergewaltigung gewesen sein, aber entsprechende Spuren wurden am Körper des Opfers nicht gefunden. Die Abschürfungen am Kinn waren unverständlich, aber am ersten Tag konnte der Gerichtsmediziner nicht herausfinden, woher sie stammten. Am nächsten Tag dämmerte es ihm. Der Experte erkannte, dass es sich um Bissspuren eines Menschen handelte. Abgesehen davon, dass dies ein beängstigendes Zeichen war, konnten die Zahnabdrücke des mutmaßlichen Täters ein wertvoller Hinweis sein, da jeder Mensch einzigartige Bissspuren hinterlässt. Die Spuren des Verdächtigen mussten mit einem Abdruck des Mörders verglichen werden. Allerdings gab es ein Problem. Es gab noch keine Verdächtigen. Leider ergab dies keine konkreten Hinweise auf den Täter. Es war immer noch unklar, ob der Arbeitgeber mit dem großzügigen Angebot für Lynn etwas damit zu tun hatte und in welche Richtung die Ermittlungen gehen sollten. Die Ermittler beschlossen, alle ihnen zur Verfügung stehenden Informationsquellen erneut zu durchforsten. Sie begannen mit einem Gespräch mit Lynns Schwester. Allein von ihr sammelten sie etwa 95 Seiten mit biografischen Daten über das Mädchen. Obwohl laut Statistik die Hälfte dieser Informationen nutzlos ist, müssen sie gesammelt werden, um zu verstehen, mit wem das Opfer in Kontakt gekommen sein könnte. In diesem Fall war dies sehr zeitaufwendig. Die Suche nach Zeugen an den Verkehrsknotenpunkten, die das Mädchen besucht haben könnte, wurde fortgesetzt. Wir verfolgten ihren Weg vom Verlassen des Hauses am Tag ihres Verschwindens. So tauchte ein weiterer interessanter Zeuge auf, der sich als Londoner Taxifahrer herausstellte. Am Tag des Verschwindens des Mädchens wartete er an der Station Charing Cross auf seinen nächsten Kunden. Dort sah er eine attraktive junge Frau, die sehr elegant aussah. Er konnte seinen Blick nicht von ihr abwenden, so beeindruckt war er von ihrem Aussehen. Lynn hatte sich wirklich sorgfältig auf dieses Vorstellungsgespräch vorbereitet. Sie hatte sich schön geschminkt und ihr bestes Kleid angezogen, um dem Bild einer Stewardess zu entsprechen. Nach der Beschreibung des Taxifahrers entsprach das Aussehen dieser Frau dem von Lynn. Sie stand einfach da und wartete auf jemanden, bis ein blaues Auto vorfuhr, in das sie einstieg. Später, während der Ermittlungen, erkannte der Mann sie, als er ein Foto der Vermissten in der Zeitung sah. Es stellte sich heraus, dass dieser Taxifahrer aus Charing Cross der letzte war, der das Mädchen lebend gesehen hatte. Er konnte das Auto nicht genau identifizieren, er hatte weder das Kennzeichen noch die Marke oder das Gesicht des Fahrers gesehen. Aber er konnte der Polizei erste Hinweise geben. Zum Glück für die Ermittler hatte dieser Taxifahrer ein gutes Gedächtnis. Die ungewöhnliche Farbe des Autos hatte sich sehr genau in sein Gedächtnis eingeprägt. Es wurden Diagramme mit Standardfarben zusammengestellt, die ihm gezeigt wurden. Der Zeuge analysierte die Farbtöne der vorhandenen Automarken, wodurch die Liste auf ein seltenes Automodell eingegrenzt werden konnte. Außerdem teilte der Taxifahrer mit, dass der Fahrer des Fahrzeugs eine Pilotenuniform trug, was sich ebenfalls als wichtiger Hinweis erwies. Dies bestätigte die Vermutung der Ermittler, dass der Arbeitgeber in den Mord verwickelt war. Daraufhin beschlossen die Strafverfolgungsbehörden erneut mit dem ersten Zeugen zu sprechen, der den verdächtigen Mann in der Telefonzelle gesehen hatte. Dieser wiederholte seine Geschichte, doch nun interessierten die Ermittler die Details. Wie sich herausstellte, hatte der erste Zeuge bemerkt, dass der Mann aus der Telefonzelle ein Aufnahmegerät herausgeholt und während des Gesprächs eingeschaltet hatte. Nach den Angaben von Lynns Schwester könnte es sich dabei um aufgezeichnete Fluggeräusche vom Flughafen gehandelt haben, genau die Startfreigabe für Flug 101. Der Mann erinnerte sich auch daran, dass der verdächtige Mann ein Blatt Papier in der Hand hielt, das wie ein Lebenslauf aussah. So erfuhren die Ermittler, dass der mutmaßliche Entführer irgendwie an Lynns Lebenslauf mit Foto und Empfehlungen gekommen war. Nun kehrten die Ermittler zur Familie des Opfers zurück, in der Hoffnung, die Liste der Unternehmen zu vervollständigen, an die sie ihre Bewerbungsunterlagen geschickt hatte. In ihrem Zimmer fand man ein Notizbuch, in dem sie über 300 Unternehmen aufgelistet hatte, die sie interessierten. Soweit bekannt war, hatte sie 60 Lebensläufe an verschiedene Unternehmen geschickt, in denen sie ihre Adresse und Telefonnummer angegeben hatte. Nun galt es herauszufinden, welche davon den Lebenslauf erhalten hatten und wer ihn nutzen könnte. Lynnes Schwester half ebenfalls, Zeit zu sparen. Als das Mädchen ein kurzes Gespräch mit dem mysteriösen Arbeitgeber führte, erklärte dieser, dass er den Lebenslauf in einem Büro in Greenwich erhalten habe.
In dem Notizbuch der Verstorbenen gab es nur einen Eintrag mit einer Organisation an dieser Adresse. Sie hieß Afrika Hinterland. Interessanterweise war diese Organisation zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Flugbereich tätig. Sie hatte geschlossen. Die Polizeibeamten begaben sich zu dem Bürozentrum, in dem sich zuvor die Niederlassung der Fluggesellschaft befunden hatte. Dort gab es eine Zentrale, die Postsendungen entgegennahm und weiterleitete. Für geschlossene Firmen gab es hier ein separates Fach, in dem sich die gesamte Post an Afrika Hinterland befand. Darunter sollte auch Lynns Lebenslauf sein, aber sie konnten ihn nicht finden. Einer der Mitarbeiter des Bürozentrums kam ihnen zu Hilfe. Der Mann erinnerte sich, dass an einem der Tage, als Afrika Hinterland geschlossen wurde, ein Mann hierher kam, der sich als Mitarbeiter der Firma vorstellte. Er hatte ihn in Erinnerung behalten, da er ihn vor der Schließung der Firma noch nie gesehen hatte. Er sah zu seltsam aus und war mit einem blauen Auto vorgefahren. Der Mitarbeiter des Bürozentrums konnte die genaue Marke nicht erkennen, aber die Beschreibung passte zu der Farbe, die der Zeuge, ein Taxifahrer am Bahnhof, gesehen hatte. Der Mann, der dieses Auto fuhr, verschaffte sich Zugang zum Briefkasten der Fluggesellschaft und nahm mehrere Dokumente mit. Wahrscheinlich befand sich darunter auch Lynns Lebenslauf. Ein neuer Zeuge aus dem Geschäftszentrum konnte den Ermittlern noch wertvollere Hinweise geben. Er hatte den Namen des Mannes herausgefunden. Dieser war erforderlich, um ihm die Dokumente aushändigen zu können. So tauchte der Hauptverdächtige auf, ein 36-jähriger Mann namens Scott Singleton. Die Aussage des Zeugen reichte jedoch nicht aus. Die Ermittler setzten ihre Untersuchungen fort. So gelang es ihnen, einen Parkschein zu finden, der an diesem Tag auf den Namen Scott ausgestellt worden war. Damit konnten sie die Informationen miteinander verknüpfen. Der Mann wurde observiert und es stellte sich heraus, dass er den Anruf von einer Telefonzelle aus getätigt hatte. Damit gab es gleich 2 entscheidende Übereinstimmungen. Nun nahmen die Polizisten die Biografie von Scott Singleton genauer unter die Lupe. Er war ein 35-jähriger Junggeselle. Er war lange vor diesen Ereignissen geschieden und hatte 2 Kinder, die er regelmäßig sah. Es stellte sich heraus, dass er vorbestraft war, allerdings nicht wegen schwerer Verbrechen, sondern nur wegen einiger kleinerer Vergehen, für die er mit Geldstrafen belegt worden war. Es war seltsam, dass er so plötzlich von geringfügigen Vergehen zu einem brutalen Mord übergegangen war. Am 28. September 1991 kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass sie genügend Beweise hatten, um Scott zu verhaften. Während der Hauptverdächtige hinter Gittern saß, hatten die Polizisten mehr Möglichkeiten, ihren Verdacht zu überprüfen. Nach Erhalt des Durchsuchungsbefehls wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dort fand man eine Pilotenuniform und einen Sender, der auf mehreren Frequenzen der Fluggesellschaft funktionierte. Man ging davon aus, dass dieses Gerät es ermöglichte, den Lärm des Flughafens oder des Kontrollturms zu imitieren, als er Lynn Rogers anrief. Die schwarzen Fasern, die auf der Kleidung des Opfers gefunden wurden, stimmten mit den Fasern überein, die in Scotts Haus und auf dem Beifahrersitz seines Autos gefunden wurden. Scott besaß tatsächlich ein blaues Auto, das der Taxifahrer beschrieben hatte. Es wurden weitere verdächtige Gegenstände gefunden, die auf ein erhöhtes Interesse von Scott Singleton an Fluggesellschaften hindeuteten. Es war jedoch unklar, warum er sich als Pilot ausgab und ein Doppelleben führte. Der Hauptverdächtige hatte 2 Frauen, seine Ex-Frau Pete und seine aktuelle Freundin Kim. Beide glaubten, dass er ein qualifizierter Pilot war. In Wirklichkeit hatte er weder eine Ausbildung noch Erfahrung im Alleinflug. Seine einzige Verbindung zur Luftfahrt bestand darin, dass er einmal Flugstunden auf einem Flugplatz genommen hatte. Allerdings hatte er auch diese Ausbildung nicht abgeschlossen. Aber warum er sich mit Lügen umgab und alle Frauen in seinem Umfeld betrog, blieb ein Rätsel. Jedenfalls benutzte er spezielle technische Mittel, um Lynn Rogers zu täuschen und ihr vorzugaukeln, er sei ein echter Experte in der Luftfahrtbranche. Es blieb jedoch der Verdacht, dass er Zugang zum Kontrollturm hatte, was ihm ermöglichte, die entsprechende Aufzeichnung zu machen und sie beim Anruf bei der Frau abzuspielen. Obwohl es dem Verbrecher gelang, alle um ihn herum zu täuschen, war es für die Ermittler schwieriger, ihn zu überführen. Scott gab nicht zu, dass er in irgendeiner Weise mit Lynn in Verbindung stand. Er bestritt, jemals in Rutherfield gewesen zu sein, wo die Leiche gefunden wurde. Der Festgenommene legte ein Alibi vor und gab an, dass er sich am Tag des Verschwindens mit seiner Ex-Frau getroffen habe, um seine Kinder zu sehen und nach seiner Rückkehr Zeit mit seiner Freundin Kim verbracht habe.
Als die Polizei seine derzeitige und seine Ex-Freundin aufsuchte, um das Alibi zu bestätigen oder zu widerlegen, bestätigten beide zunächst Scotts Aussage. Sie konnten jedoch keine weiteren Informationen darüber liefern, was an diesem Tag noch passiert war und was sie gemacht hatten. Beide konnten keine einzige Frage beantworten und verhielten sich verdächtig. Je länger die Ermittler mit ihnen sprachen, desto wackeliger schien ihre Überzeugung von diesen Aussagen. Ziemlich schnell gaben beide zu, dass Scott an diesem Tag gar nicht bei ihnen gewesen war. Er war praktisch von morgens bis abends abwesend gewesen und hatte sich am nächsten Tag mit beiden getroffen und sie überzeugt, der Polizei zu sagen, er sei bei ihnen gewesen. Sie willigten ein, sich an seine Geschichte zu halten. Das alles war eine Lüge. Selbst der richtige Name dieses Mannes war Andre Reich, den er in Scott Singleton geändert hatte. Die Staatsanwaltschaft gab dem Ermittlerteam nur 36 Stunden Zeit ab Scotts Verhaftung, um alle wichtigen Beweise zu sammeln und Anklage zu erheben. Die Kette der Lügen war jedoch so verworren, dass diese Zeit möglicherweise nicht ausreichen würde. Ein wichtiger Teil des Puzzles war eine Bissspur. Es musste ein Abdruck von Scott Singletons Zähnen genommen werden, um ihn mit den Spuren am Kinn des Opfers zu vergleichen. Es ist nicht verwunderlich, dass er sich weigerte, einen Abdruck zu machen. Ohne diesen wichtigen Beweis konnten keine Anklagepunkte gegen ihn erhoben werden, und ohne seine Zustimmung war es unmöglich, einen Abdruck zu nehmen. Die übrigen Beweise waren indirekt, sodass der Mann freigelassen werden musste. Eine weitere wertvolle Informationsquelle hätte das blaue Auto sein können, mit dem Scott Lynn am Tag ihrer Entführung und Ermordung abgeholt hatte. Ein solches Auto war tatsächlich auf Scott zugelassen, aber zu diesem Zeitpunkt war es bereits verschwunden. Die Ermittler verbreiteten weiterhin eine Fahndungsmeldung mit den Daten des Fahrzeugs. Es gingen regelmäßig Anrufe und Meldungen bei der Polizei ein, aber fast alle erwiesen sich als falsch oder sogar böswillig, da sie zusätzliche Zeit für Überprüfungen erforderten. Allerdings gab es keine andere Möglichkeit, an wertvolle Informationen zu gelangen. Schließlich meldete sich ein Mann bei der Polizei, der ein Fahrzeug, das der Beschreibung entsprach, in Rotherfield gesehen hatte. Es stand in einer dunklen Seitenstraße, nicht weit von der Stelle, an der Lynns Leiche im Wald gefunden worden war. Nachdem das Auto mehrere Tage lang unbewegt gestanden hatte, notierte sich der Mann die Marke und das Kennzeichen. Nach einer Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um Scotts Auto handelte. Das gefundene Auto ermöglichte es, den Täter der Lüge zu überführen. Endlich konnte er mit dem Tatort in Verbindung gebracht werden. Nun musste die Verbindung zur Leiche bestätigt werden. Die Fingerabdrücke aus der Telefonzelle stimmten nicht mit denen von Scott überein, was jedoch nicht seine Unschuld bewies, da die Telefonzelle von vielen anderen Anrufern benutzt worden war und die Fingerabdrücke des Täters einfach abgewischt worden sein konnten. Die Verbindung zur Leiche konnte nur anhand eines Zahnabdrucks bestätigt werden. Leider gab es zu dieser Zeit keine Computeraufzeichnungen und Fotos, die über die Gesundheitsdatenbank abgerufen werden konnten. Daher begannen die Strafverfolgungsbehörden, sich direkt an Zahnärzte in Scotts Nachbarschaft zu wenden und alle Informationen manuell zu suchen. Das war eine sehr mühsame Aufgabe und erforderte viel Zeit. Es bestand die Gefahr, dass die Informationen überhaupt nicht gefunden werden konnten. Nichts hinderte den Verdächtigen daran, sich bei Ärzten unter einem anderen Namen vorzustellen. Schließlich gelang es, eine Röntgenaufnahme der Zähne sowie die Zahnkarte von Scott zu finden. All dies erwies sich jedoch als nutzlos. Im Fall der Spuren an Lynns Körper war ein Gipsabdruck erforderlich. Solche Modelle haben eine begrenzte Haltbarkeit. Sie werden nicht ewig aufbewahrt, sodass der Abdruck möglicherweise vernichtet worden war. Die Polizei fand schließlich einen Zahnarzt, der Scott Singleton behandelt hatte. Er bestätigte, dass der Abdruck der Zähne aufbewahrt werden musste. So konnte ein Vergleich mit dem Biss auf dem Kinn von Lynn Rogers durchgeführt werden. Der Gerichtsmediziner, der diese Analyse durchführte, war sich sicher, dass die Markierung auf dem Körper des Opfers vom Verdächtigen stammte. Die Spur stimmte genau mit seinem Gebiss überein, einschließlich der einzigartigen Merkmale der Verletzungen und Abnutzungserscheinungen. Endlich hatte das Ermittlerteam alle notwendigen Informationen, um am 10. Oktober eine erneute Festnahme durchzuführen und den 36-jährigen Scott anzuklagen. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass der Täter Lynns Lebenslauf zufällig gefunden hatte, als er in die Werkstatt seiner Firma kam und die Post der Fluggesellschaft sah. Die junge Frau gefiel ihm sofort. Er fand schnell heraus, dass Lynne nicht weit von seiner derzeitigen Freundin Kim wohnte, und er war oft in dieser Gegend. Wahrscheinlich hatte er sein Opfer sogar beobachtet.
Der Mann war interessiert und wollte eine Beziehung mit Lynn aufbauen. Er lockte sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu einem Treffen. Wahrscheinlich durchschaute das Mädchen seine Lüge und wies ihn während des Treffens zurück, als sie merkte, dass er kein Pilot war und das Jobangebot nur ein Köder war. Das Mädchen könnte heftig auf die Täuschung reagiert haben. Scott vergewaltigte sie nicht, fürchtete jedoch entdeckt zu werden. Deshalb schlug er sie, erwürgte sie und versteckte anschließend die Leiche. Der Täter bestritt weiterhin seine Schuld. Daher war unklar, wo genau die junge Frau ermordet worden war. Hatte er sie im Auto angegriffen oder sie in den Wald gebracht und dort erwürgt? Nur der Täter selbst konnte diese Vermutungen bestätigen oder widerlegen. Während die Staatsanwaltschaft den Prozess vorbereitete, wurden die Ermittlungen gegen den Verdächtigen fortgesetzt, in der Hoffnung, die fehlenden Fakten zu finden. Das letzte Teil des Puzzles sollte jeden Moment auftauchen. Man entschied sich für die Version, dass Lynn Scotts Lügen durchschaut hatte. Der Mörder wollte keine Zeugin am Leben lassen, die seine erfundene Welt vollständig zerstören konnte. Er war verzweifelt, dass sein Plan gescheitert war. Die Ermittler wussten, dass während eines Gesprächs mit Lynn im Hintergrund die Freigabe für den Start von Flug 101 zu hören war. Es wurde angenommen, dass dafür ein spezieller Radioscanner verwendet wurde. Aber Scotts Freundin Kim war bereit, den Behörden noch mehr zu erzählen. Sie wandte sich an die Ermittler, als ihr Freund bereits verhaftet war, und übergab ihnen eine Kassette, auf der Scotts Probeaufnahmen zu hören waren. Sie hatte sie in ihrer gemeinsamen Wohnung gefunden. Scott hatte mehrere Aufnahmen gemacht, als er sich als Fluglotse ausgab. Der Täter benutzte seine eigene Stimme, um diese Aufnahmen zu machen, sein Opfer zu täuschen und in eine Falle zu locken. Dies war der entscheidende Beweis, den die Schwester der Verstorbenen hörte. Das Mädchen bestätigte, dass genau dieses Geräusch während des Telefonats im Hintergrund zu hören war. Scotts Freundin Kim sagte ebenfalls vor Gericht gegen ihn aus, was ihm sehr schadete. Sie konnte die Lügen des Angeklagten aufdecken, an die sie selbst lange geglaubt hatte. Kim beschrieb den Mörder als einen geschickten Betrüger, Manipulator und äußerst gefährlichen Menschen. In Wirklichkeit hatte Scott weder einen prestigeträchtigen Job in der Luftfahrtindustrie, noch ein hohes Gehalt oder die Möglichkeiten für Aufstieg und internationale Reisen, von denen er allen so gerne erzählte. Der Prozess gegen den Mörder war sehr emotional. Der 37-jährige Angeklagte wurde 1992 zu lebenslanger Haft verurteilt. Nachdem das Urteil verkündet worden war, versuchte der Vater der verstorbenen Lynn, ihn anzugreifen. 3 Polizeibeamte hielten den 55-jährigen Mr. Rogers zurück, der schrie, er werde Scott umbringen. Der Mann erklärte, er werde ihn auf jeden Fall finden und sich für das rächen, was er ihm und seiner Tochter angetan habe. Trotz all diesen schweren Momenten beharrte der Mörder darauf, dass er unschuldig sei. In der letzten Phase der Verhandlung erklärte der Anwalt, dass er gegen das Urteil Berufung einlegen werde. Der Staatsanwalt bestand jedoch darauf, dass er sich dafür einsetzen werde, dass das Urteil nicht aufgehoben werde. Die Anklage und die Angehörigen von Lynn waren der Meinung, dass eine richtige und gerechte Entscheidung getroffen worden sei. Aufgrund der gesammelten Beweise war Scott ein brutaler, berechnender Mörder, der eindeutig eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt und weitere ähnliche Verbrechen begehen würde, wenn er nicht hinter Gittern bliebe. Obwohl der Fall als abgeschlossen betrachtet werden kann, bleiben noch viele Fragen offen. In erster Linie war das Motiv unklar, das zu schwach erschien. Könnte etwas Größeres zum Tod geführt haben? Beunruhigend war auch der abrupte Übergang von geringfügigen Straftaten zu einem brutalen Mord, den der Täter begangen hatte. In der Regel werden Menschen nicht einfach so plötzlich zu Mördern. Die Schwere der Straftaten nimmt allmählich zu. Daher blieb der Verdacht bestehen, dass Scott noch weitere Opfer haben könnte. Diese Version konnte jedoch weder bewiesen noch widerlegt werden. Auf jeden Fall beharrte er weiterhin auf seiner Unschuld und erklärte, dass er bis zum Ende für seine Freiheit kämpfen werde. Bislang wurden jedoch alle seine Berufungen abgelehnt und er sitzt weiterhin hinter Gittern. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.